Vor ein paar Wochen ist God of War Ragnarök erschienen und hat wie erwartet die meisten Spieler begeistert. Wie es sich für ein gutes Videospiel gehört, hat natürlich auch God of War Ragnarök einige Easter Eggs und nette Details, die man leicht übersehen kann. Eigentlich zwar logisch, ich erwähne aber trotzdem sicherheitshalber, dass in dem Video einige Spoiler auftauchen werden. Wenn ihr mit dem Spiel also noch nicht durch seid, schaut das Video am besten erst, wenn ihr God of War durchgespielt habt. Das erste Easter Egg, das wir uns ansehen, ist eine Anspielung an das erste God of War Spiel aus dem Jahr 2005. In der Welt Svartalheim gibt es die Nebenmission, das Gewicht der Ketten, in der man den Link-Bug befreien muss. Dadurch schaltet man einen Eintrag im Buch frei, durch den Kratos sich an einen Bootskapitän erinnert, zu dem er nicht unbedingt nett war. Das ist eine Anspielung an den Schiffskapitän im ersten God of War, den Kratos einfach geopfert hat, obwohl es dafür nicht wirklich einen Grund gab. Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. Ein nettes Detail, auf das einige bestimmt nicht geachtet haben, ist, dass Kratos, wenn er den Gesprächen von anderen lauscht, seinen Kopf immer zur sprechenden Person dreht. Das sind so kleine Details, die oft nicht auffallen, ein Spiel aber trotzdem aufwerten. Der dich zu dir selbst führt. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme, deine Armeen in den Krieg führe, deine Rache ausübe? Wenn die Sicherung unserer Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist. Das nächste Detail begeistert mich aber noch mehr. Gleich zu Beginn des Spiels kämpft man gegen Thor. Der verliert bei dem Kampf einen seiner Zähne und wirft ihn weg. Da ist er. Da ist der Gott des Krieges. Wenn man sich nach dem Kampf umsieht, kann man den Zahn wirklich am Boden finden. Sogar wenn man später im Spiel nochmal an den Ort zurückkommt, liegt der Zahn noch am Boden. Ein anderes Easter Egg, das man ebenfalls in Svartalheim finden kann, ist der Tavernenbesitzer und Musiker Raeb, der seine musikalische Ader gleich beim ersten Treffen zeigt. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Der Charakter wird von diesem Typen hier gesprochen. Genauer gesagt ist das Bear McCreary, der Komponist, der für die Musik in God of War zuständig ist. Aus den Buchstaben seines Vornamens wurde im Spiel der Name Raeb. Witziger Funfact übrigens, der hat auch die Musik für die Serie Walking Dead und die Serie Ringe der Macht geschrieben. Wenn man in der Story an dem Punkt angelangt ist, an dem man ein zweites Mal Asgard besucht, geht Atreus gemeinsam mit Frud in ein Lokal, um Thor zu finden. Der Name des Lokals ist Black Thunder, der Name ist aber nicht zufällig gewählt. Black Thunder ist der Twitter-Name von einem großen God of War-Fan, dem die Entwickler wohl eine Freude machen wollten. Ein nettes Detail, das man leicht übersehen kann, ist, dass Kratos mit seiner Axt die Äste von Bäumen abschlagen kann. Das ist zwar kein Easter Egg, aber ein nettes Detail, das ich unbedingt ins Video nehmen wollte. Ein anderes Detail kann man leicht übersehen, da die Kamera meistens hinter Kratos positioniert ist. Wenn man in Gegenden mit starkem Wind unterwegs ist und die Kamera dreht, kann man aber erkennen, dass der Bart von Kratos sich durch den Wind bewegt. Die meisten werden das nicht einmal mitbekommen, umso schöner finde ich es, dass die Entwickler auf solche Kleinigkeiten geachtet haben. Noch ein Detail, was man leicht übersehen kann, dreht sich um das Grab von Fenrir. Zu Beginn des Spiels wurde der Wolf von Atreus gerade erst begraben, was man an der frischen Erde auch sehen kann. Wenn man später wieder mal zurückkommt, sind auf dem Grab aber mittlerweile Blumen gewachsen. Ein anderes Easter Egg ist eine Anspielung an ein Spiel, das Sony wahrscheinlich gerne vergessen würde. Während man unterwegs ist, kann es sein, dass Mimir erzählt, dass Kratos schon bei einigen Turnieren mitgekämpft hat. Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle with beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? Wen Mimir mit den verschiedenen Leuten gemeint hat, habe ich eingeblendet. Das Ganze ist eine Anspielung an das Spiel PlayStation All-Stars. Daran denkt Kratos aber nicht gern zurück, wie er selbst sagt.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel bei den meisten Spielern nicht wirklich gut ankam. I would not speak of this. Fair enough, brother. Noch ein schönes Detail kann man entdecken, wenn man sich die Teller und Becher beim Essen in Sindris Haus genauer ansieht. Je nachdem, welche Artefakte man in der Welt schon gefunden und an die beiden Zwergenbrüder verkauft hat, ändert sich das Tischbesteck. In den Regalen und Kästen im Haus kann man die Artefakte übrigens auch nochmal bewundern. Es gibt einen witzigen Dialog, der es sich verdient hat, in diesem Video vorzukommen. Bei Sindris Haus kann man mit dem Windspiel das Eichhörnchen Radatösk herbeirufen. Für den Fall, dass die Spieler das Windspiel aber auch dann verwenden, wenn Radatösk schon da ist, haben die Entwickler einige witzige Dialoge ins Spiel gebracht, die ihr hier jetzt hören könnt. Vielleicht gab es ein Missverständnis. Damit rufst du mich her. Es bringt nichts, wenn ich schon hier bin. Hörst du einfach nur gerne den Klang des Windspiels? Ich meine, es klingt wirklich sehr schön. Meister Kratos, das scheint mir recht untypisch für dich zu sein, aber wenn du das hübsche Windspiel so magst, kannst du es dir gerne anhören. Hey, du siehst, dass wir auf dich warten, ja? Ja, geschafft. Guter Wurf. Der Klang des Windspiels ist nicht sehr angenehm bei diesem Abstand. Also könntest du das bitte lassen? Kratos, kommst du nicht? Ich bin hier die ganze Zeit. Also? So. Du versuchst also absichtlich, mich zu einem Gefühlsausbruch zu bringen, nicht wahr? Tja, so leicht bringt man mich nicht aus der Fassung. Schluss mit dem dämlichen Windspiel! Oh je, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das herkam. Nachdem Atreus im Eisenwald angekommen ist und mit Angreboda unterwegs ist, pflückt er für seine neue Freundin eine Blume. Die ist aber weniger begeistert davon, dass Atreus eine Blume umgebracht hat. Perfekt. Hey, ich, Töte Blumen? Oh, ist ein Geschenk. Danke, aber behalt sie. Der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, was mit der Blume danach eigentlich passiert ist. Wenn man später noch einmal den Eisenwald besucht, kann man die Blume im Lager von Angreboda finden. Ein großer Teil der Easter Eggs versteckt sich in den Gedichten von Kvasir, die man in allen Welten finden kann. Alle 14 Gedichte sind Anspielungen an Exklusivspiele der PlayStation. Welches Buch an welches Spiel anspielt, schauen wir uns jetzt mal an. Das Gedicht Der Sonnenaufgang des Nichts ist eine Anspielung an Horizon Zero Dawn. Das Zukunftsroboter-Dinosaurier-Spiel bekam erst Anfang des Jahres einen zweiten Teil. Das Gedicht Liga der Grundkugel spielt an die MLB The Show-Reihe von Sony an. Die Baseball-Reihe ist mittlerweile aber auch für andere Plattformen verfügbar. Wir, die wir bleiben, zweiter Teil, ist eine Referenz an The Last of Us. Nächstes Jahr erwartet uns übrigens eine Serie von HBO zu The Last of Us. Mal sehen, was das wird. Das Gedicht Ratsche und Scheppern spielt an die Ratchet & Clank-Reihe an, die erst letztes Jahr einen neuen Teil in Form von Rift Apart bekommen hat. Im Jenseits zurückgelassen spielt an Death Stranding an. Mit Death Stranding hat Hideo Kojima ein Spiel entwickelt, das man entweder liebt oder hasst. Ich gehöre übrigens zur ersten Gruppe. Geister in den Mauern spielt an Concrete Genie an. Das Spiel ist wohl von allen Referenzen das unbekannteste. Das Action-Adventure, in dem sich das meiste ums Malen dreht, hätte aber durchaus etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Himmlisches Konstrukt ist eine Anspielung an Astros Playroom. Die kleinen Roboter haben sich seit der PlayStation 4-Ära in die Herzen der Spieler geschummelt. Das Gedicht Ein auf Karten nicht verzeichneter Ort ist eine Anspielung an die Uncharted-Reihe, deren letzter Teil jetzt schon einige Jahre her ist. Würde mal Zeit werden, dass Naughty Dog bald einen neuen Teil veröffentlicht. Das hochgelobte The Journey hat mit dem Gedicht Reise ebenfalls eine Anspielung bekommen. Das Gedicht Östlicher Geist spielt an das Japan-Abenteuer Ghost of Tsushima an. Das Samurai-Spiel ist eines der vielen PlayStation-Exclusives, das Spieler begeistern konnte. Mit Die Organisation in der Zukunft spielt man an der Order 1886 an. Eines der wenigen PlayStation-Spiele, bei denen sich die meisten einig waren, dass es doch eher enttäuschend war. Das Gedicht Blutsbande ist eine Referenz an das Souls-Spiel Bloodborne, das für mich persönlich bis jetzt das beste der Souls-Spiele ist.
Das letzte Gedicht, Die Toten retten nicht, spielt an das Zombie-Open-World-Spiel Days Gone an. Das Zombie-Spiel lief für Sony wohl eher enttäuschend und einen zweiten Teil werden wir vorerst wohl leider nicht bekommen. Jetzt kommen noch ein paar Dinge, die man entdecken kann, nachdem man God of War Ragnarök durchgespielt hat. Spätestens jetzt solltet ihr also abschalten, falls ihr mit dem Spiel noch nicht fertig seid. Als erstes wäre da eine nette Szene, die man in Alfheim finden kann. In der Wüste kann man Thors Hammer und seine Tochter Frieden finden, die gerade dabei ist, mit dem Tod ihres Vaters abzuschließen. Warte einen Moment. Ist es? Thors Hammer und seine Tochter. Ich mache dich stolz, Vater. Tja, schön für sie. Aber Frieden ist nicht die einzige Bekanntschaft von Atreus, die man nach dem Spiel finden kann. In Midgard kann man Mjölnir finden, der nach der Münze sucht, die Kratos am Anfang des Spiels weggeworfen hat, da er nichts von Odin wollte. Du bist ein Freund von Atreus. Hi. Ha. Du bist Lokis Vater, richtig? Ich kenne dich von der Ragnarök-Sache. Ich bin Skjöldr. Der Junge, der sich um die Bewohner Midgards gekümmert hat. Was machst du? Loki hat mir diese Geschichte erzählt, dass Odin ihn nach Asgard einlud und ihm eine Asenmünze schenkte, die du weggeworfen hast. Und ich dachte, ich suche mal nach ihr. Und ich habe sie tatsächlich gefunden, aber sie steckt irgendwie fest, weil du anscheinend super stark bist. Tut mir leid, wolltest du sie behalten? Nein, sie gehört dir. Sicher? Sie ist bestimmt sehr wertvoll. Also, deshalb suche ich sie nicht, aber wenn ich ein echtes Asgarder Artefakt verkaufen würde, das von 3 Göttern berührt wurde, würde das wohl viel einbringen. Bestimmt genug, um ein Boot zu kaufen, rauszufahren, reich zu werden. Die Münze gehört dir. Viel Glück. Danke, dir auch. Und wenn du Thrud siehst, vergiss es. In Sindris Haus kann man nach dem Ende des Spiels einen witzigen Dialog zwischen Mimir und Kratos hören, wenn man in das Zimmer von Atreus geht. In dem Gespräch reden die zwei darüber, ob sie Atreus genug beigebracht haben, vor allem beim Thema Liebesdinge. Mimir, habe ich genug getan, um Atreus vorzubereiten? Der Junge hat das verdammte Ragnarök überlebt. Ich denke, er ist bestens vorbereitet. Aufs Überleben, ja. Aber auf die Liebe? Wie bitte? Bruder ist er. Oh, naja. Es gab bestimmte Themen, bei denen ich vielleicht etwas offener war. Ich habe mein Bestes getan, ihm alles beizubringen. Du hast dem Jungen beigebracht, zu werben. Um ganz ehrlich zu sein, ich lehrte ihn, wie ich gerne geworben hätte. Als letztes noch ein Detail, das wahrscheinlich die meisten nicht gesehen haben. Eine der größten Wendungen im Spiel ist der Moment, in dem sich herausstellt, dass Tyr in Wahrheit Odin ist, der sein Aussehen geändert hat. Wenn man mit Untertitel spielt, gibt einem das Spiel einen ganz kleinen Hinweis darauf, dass mit diesem Tyr irgendwas nicht stimmt. Immer wenn über Tyr gesprochen wird oder er in Bucheinträgen erwähnt wird, hat Tyr bei seinem Namen über dem Y einen Strich wegen der Betonung seines Namens. Wenn im Spiel der verkleidete Odin aber als Tyr spricht, hat er diesen Strich bei seinem Namen nicht. Nach dem Ende des Spiels kann man in einem Gefängnis in Niflheim den echten Tyr finden. Wenn der spricht, hat sein Name in den Untertiteln den Strich über dem Y. Freya, ich kann's nicht glauben. Halt, das kann nicht... Oh, Tyr. Ist das eine Illusion? Nein, ich glaube, das ist ganz und gar echt. Offensichtlich ist das also wohl kein Zufall, dass die Entwickler dem falschen Tyr in Untertiteln falsch geschrieben haben. Nachdem man den echten Tyr befreit hat, kann man ihn übrigens an verschiedenen Stellen der Welt im Spiel finden und seinen Worten lauschen. Wenn ihr noch mehr Easter Eggs sehen wollt, die mit God of War zu tun habt, schaut gerne mal in mein Easter Egg Video zu Horizon Forbidden West rein. Da gab es einige Anspielungen an God of War und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.